Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt wurden durch das Erdbeben in der Türkei schwer getroffen. Infolgedessen haben viele gemeinnützige Organisationen und Gruppen Spendenaktionen gestartet, um den Opfern zu helfen. Der Motorradclub Gremium MC Villingen war eine solche Gruppe, die sich dafür einsetzte. Es ist zu erwähnen, dass das Villinger Chapter des Clubs in der Vergangenheit bereits Spenden für den Ukraine-Krieg gesammelt hatte. Beeindruckt von ihrer Arbeit beschloss das Clubmitglied Jens Götze, sich dem Kapitel in Baden-Baden anzuschließen. Zusammen sammelten sie Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und wurden von der überwältigenden Reaktion der Unterstützung überwältigt. Nachdem sie einen Spendenaufruf in ihrem Clubhaus gestartet hatten, konnten die Mitglieder innerhalb von 2 Abenden zahlreiche Sachspenden entgegennehmen, wie sie erklären. Sie wurden von der überwältigenden Reaktion der Spender überrascht und sammelten viel mehr Gegenstände als erwartet. Die gespendeten Gegenstände reichten von hochwertiger Bekleidung bis hin zu selbstgestrickten Mützen. Zusätzlich zu den Sachspenden beschlossen die Mitglieder, für 1.500 € Babywindeln, Creme, Feuchttücher, Babynahrung und Hygieneartikel in einem Großmarkt in Villingen zu kaufen. Nachdem die Spenden in Villingen-Schwenningen gesammelt worden waren, wurden sie schließlich nach Baden-Baden gebracht. Jens Götze, ein Mitglied des MC-Gremium, berichtet, dass insgesamt 7.000 Kartons gesammelt wurden. Das Clubhaus in der Gerberstraße in Villingen war bis zum Rand mit den Kartons gefüllt, erinnert er sich. Insgesamt halfen 27 Menschen bei der Annahme der Spenden. Ursprünglich war geplant, dass die Sachspender aus Baden-Baden per Lastwagen in die Türkei gebracht werden sollten. Allerdings war es aufgrund der enormen Menge an Spenden offensichtlich, dass sie nicht alle in einen einzigen LKW passen würden. Daher entschied der MC Gremium Deutschland, ein größeres Transportmittel zu nutzen. Sie buchten ein Flugzeug auf ihre Kosten, um die Spenden in die Türkei zu bringen. Die gesammelten Kartons aus Baden-Baden wurden auf einem Luftkissenboot zum Flugzeug gebracht und dort gestapelt. Nachdem das Flugzeug in der Türkei angekommen war, verteilten Mitglieder des MC Gremium die Spenden, um sicherzustellen, dass sie an die Bedürftigen gelangten. Jens Götze erklärte, dass der gesamte Vorgang kontinuierlich per Video aufgenommen wurde. Um sicherzustellen, dass der Hilfstransport reibungslos verlief, hatten die Organisatoren im Vorfeld mit dem türkischen Konsulat die Bedingungen für den Transport abgeklärt. So wurde sichergestellt, dass die Spenden tatsächlich den Bedürftigen in der Türkei zugute kamen. Es ist wichtig, auch die positiven Seiten von Rockergruppen und Motorradclubs zu zeigen. Viele dieser Gruppen setzen sich für wohltätige Zwecke ein und leisten einen wertvollen Beitrag für ihre Gemeinschaften. Ein großartiges Beispiel dafür ist der Motorradclub Gremium MC Villingen, der kürzlich Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt hat. Die Mitglieder dieses Clubs haben sich zusammengetan und ihre Ressourcen und Fähigkeiten genutzt, um anderen zu helfen und eine positive Veränderung zu bewirken. Die Spendenaktion war ein großer Erfolg und zeigt, dass Rockergruppen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Hilfsbedürftigen spielen können. Durch ihre Entschlossenheit und ihr Engagement konnten sie dazu beitragen, dass die Spenden in die Hände der Menschen gelangten, die sie am meisten benötigten. Es ist inspirierend zu sehen, wie Motorradclubs und Rockergruppen ihre Leidenschaft für das Fahren und ihre Zusammengehörigkeit nutzen, um Gutes zu tun und einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinschaften zu haben. Wir sollten uns daran erinnern, dass nicht alle Rockergruppen kriminell sind und dass viele von ihnen sich für wohltätige Zwecke einsetzen und einen positiven Beitrag leisten.